Hey, ich bin Spinky. Wir hatten ja heute ein Update. Das hat ein paar Kleinigkeiten geändert, wo ich jetzt gleich einmal kurz drauf eingehen würde. Ich hoffe gerade auf einem feindlichen Kingdom fürs OC-Finale gleich. Allerdings ist das Gerücht wohl, dass wir keinen Gegner haben. Trotzdem, hey, lieber seriös auftreten. Und dann ist niemand da, als Gerüchte ernst nehmen. Wir sind dann nicht auf der Map und dann verlieren wir wegen irgendeinem Quatsch, der uns erzählt wurde. So, von da aus, was gibt's Neues mit dem Update? Das ist natürlich nicht so klug, dass ich jetzt auf der Map bin, aber vom Prinzip her gibt es einmal neue Rewards hier in dem VIP-Laden. Für jede VIP-Stufe gibt es jetzt andere Dinge wieder zu kaufen, und wenn ihr die schon mal gekauft hattet, könnt ihr sie halt neu kaufen. Vom Prinzip her finde ich das Ganze ganz nett. Die ersten paar VIP, also VIP 1 und 2 lohnt sich halt nicht wirklich, aber ab VIP 3 gibt es entweder Wahres oder Drachenmedaillen. Beides halt cool für neue Spieler, um ein bisschen aufzuschließen. Wahres gibt Forschungsgeschwindigkeit, das heißt, der hilft euch auf jeden Fall am Anfang voranzukommen. Wenn ihr also noch nicht Gold habt, würde ich das auf jeden Fall machen. Und hey, sobald Wahres mal erweckt wird, werde ich die Pakete auf jeden Fall auch kaufen. Aktuell ist halt so, meine Diamanten sind nicht so hoch. Wir wissen nicht, wie es Finale gleich wird. Deswegen kaufe ich die Sachen erst morgen. Aber ab VIP 12 gibt es dann auch die coolen Sachen für aktuell spielende Leute, die halt nicht erst im Aufbau stehen. Das sind einmal 10 Elite-Token und 50 Bücherkisten für 3.500 Diamanten. Normalerweise, wenn ihr die kaufen würdet, kosten allein die Token 2.000 das Stück. Ist also ein guter Deal. Als nächstes gibt es 15 und 75 für 4.000. Auch das, hey, super Deal. Und ab 14 gibt es 5 Epic-Token für 4.500 Diamanten und 100 Bücherkisten. Und auf 15 gibt es dann eben für 6.000 10 und 150. Wie gesagt, kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall alles mitnehmen. Die ersten vielleicht nicht, aber wenn ihr neu seid, eben auch die ersten mit den Drachen und Wahres. Dann könnt ihr das Hafen-Event, Sekunde, dieses hier hat neue Rewards. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie die vorher aussahen. Könnt ihr neu claimen. Da gibt es einfach, ich glaube, 5.000 Diamanten. Vom Prinzip her, wenn ihr jede Stufe geschafft habt, die gibt es einfach umsonst und ein paar Stunden Speed-Ups. Von da aus auch hier einmal reinklicken. Für den Fall, dass was schief geht, sitze ich lieber auf der Weltmap, als euch jetzt die Commander-Änderungen in der Stadt zu erklären. Vom Prinzip her wurde die ganze Spielweise um Sinara ein bisschen verbessert. Im Vergleich zu dem Video, wo ich euch Sinara damals vorgestellt habe, hat sie mit 50% einen extra Angriff mit 30% Schaden ausgelöst. Das wurde zwischendurch schon mal auf 70% angehoben, und jetzt gibt es eben noch die Chance, dass sie zu 20% 2 zusätzliche Angriffe machen, die 20% Schaden machen. Der wenige Schaden ist in dem Fall gar nicht so wichtig, denn wenn ihr Sinara nutzen würdet, macht ihr das eben zusammen mit Commander, die Blutungsschaden haben, und Blutung wird ja immer nach einer bestimmten Anzahl Angriffe ausgelöst, so dass ihr eigentlich nur die extra Angriffe haben wollt, nicht unbedingt den extra Schaden, den die Angriffe machen. Trotzdem, das Ganze natürlich auch ein bisschen extra Schaden. Es ist so, dass das Ganze immer besser wird. Wenn ihr noch nicht so weit seid mit dem Erwecken und eben nur 1-2 Commander auf 4 Sterne bringen wollt und den Rest erstmal auf 3 Sterne lassen wollt, kann man das meiner Meinung nach mittlerweile immer besser machen, weil Rea einfach bestial stark ist. Die beiden in Kombination eben sehr gut sind. Für Leute, die sehr weit sind im Awakening, lohnt sich meiner Meinung nach immer noch Layla oder Jamie mehr, weil einfach, wenn ihr die nutzt, fallen eure Commander-Angriffe weg, was eine ganze Menge Schaden ist, und wenn ihr 4 Sterne habt, macht ein Commander eben nochmal eine Runde mehr Schaden. Vom Prinzip her im Vergleich zum ursprünglichen, wo das Ganze eben zu 50% geprockt ist, prockt sie jetzt zu 90%, bisschen vereinfacht, macht also im Prinzip fast doppelt so viele Angriffe, haut euer Blut nur ordentlich nach oben. Rea, der, ich nenne das mal klassische Commander, den man mit Sinara zusammen kombinieren würde, ist gleich stark geblieben. Das ist noch nicht weiter schlimm, weil Rea, wie gesagt, war sehr stark. Ich kann allerdings trotzdem ein paar Fakten mittlerweile dazu nennen, die halt vorher nur Vermutungen waren. Und zwar ist es so, dass wenn Jon Schnee crittet, 20% Chance, 25 Sekunden lang zu critten, dann löst er eben auch damit einen Blutungsangriff aus. Und nicht nur, wenn Rea einen Blutungsangriff macht, crittet sie. Es ist so, dass wenn ihr Jon Schnee und Rea habt, kann ich auch kurz mal zeigen, dann macht ihr nicht 150% oder 120%, sondern 170% mit einem Crit. Also die beiden Crits addieren sich auf. Ist kein riesengroßer Unterschied, aber eben jedes Mal Blutung drauf zu hauen, wenn Jon Schnee zufällig einen Crit auslöst, mit vielen extra Angriffen, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ansonsten haben sie Jon Schnee verändert, dass er besser funktioniert mit Einlinien.
Angriffen. Vorher war es immer so, für die Frontline hat er Schaden reduziert, für die Backline hat er Crit erzeugt. Das konnte man in dem Falle so ein bisschen aushebeln, indem man eben, wenn ihr zum Beispiel Full Inf gelaufen seid ihr Kaff Inf gelaufen, habt 10 Kaffs mitgeschickt. Die 10 Kaffs kriegen die Schadensreduktion, die sterben sofort und dann konnte John Schnee mit seiner Full Inf halt critten. Jetzt ist es einfach so, dass die Frontlinie die Schadensreduktion bekommt und die Frontlinie critten kann. Damit funktioniert das Ganze einfach nochmal ein bisschen besser. Der Blutungsschaden ist ein ganz nettes Ding. Aber trotzdem, wenn ihr euch einen 4-Sterne John Schnee leisten könnt, seid ihr mit einem 4-Sterne Night King zum Beispiel besser aufgehoben. Und dann könnt ihr auch einfach mit Jamie spielen oder neben dem Night King sogar mit Layla mit. So dass ich zum Beispiel denke, es lohnt sich jetzt nicht unbedingt John Schnee nur zu nehmen, damit man Sinara benutzen kann. Trotzdem, wahrscheinlich, nächster Commander wird ebenfalls wieder mit Sinara funktionieren. Dann wird Sinara wahrscheinlich immer besser werden. Man muss auch darüber nachdenken mit den Extra-Angriffen. Stackt Kevin's Schild jetzt noch schneller und Kevin's Schild funktioniert halt primär gegen Jamie. Wie gesagt, nicht schlecht und ich denke, das Line-Up wird noch besser. Ansonsten hoffe ich, Patch-Änderungen soweit verstanden. Schönen Abend und mir gleich ein schönes Finale.